Hey ihr lustigen Knusperschnecken und willkommen irgendwo in der Nähe von Königs Wusterhausen. Hier bin ich eben mit der Bahn hingefahren, denn ich fahre heute einen Teil der Grevet-Serie. Die Grevet-Serie hat insgesamt, soweit ich weiß, 4 Teile. Ich habe vorher davon nicht mitbekommen. Das heißt, ich kann nur noch den letzten Teil fahren. Das sind 375 Kilometer Gravel, Offroad-Gehacke. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ich wollte eigentlich um 9 Uhr morgens losfahren. Das hat nicht geklappt. Wir haben jetzt irgendwie bummelig 12:30 und bin gerade, wie gesagt, hier vorne in Königs Wusterhausen aus der Bahn gestiegen. Bei der Grevet-Strecke gibt es mehrere Checkpoints, insgesamt 6. Die habe ich hier alle einmal aufgeschrieben. Bei Kilometer 13 eine Brücke, wo man eine Frage beantworten muss. Bei Kilometer 123 ist eine Frage, bei 145, bei 206 muss man, glaube ich, nur ein Bild machen, bei 217 Kilometern auch. Das Ziel ist dann bei 375 Kilometern wieder hier vorne in Königs Wusterhausen. Dazwischen ist auch noch ein Checkpoint bei 362 Kilometern. Ich hoffe, dass ich das Ganze ohne Schlafen schaffe. Ihr seht, ich habe das Fahrrad ganz schön, ich sage mal, auf Langdistanz ausgebaut. Also vorne die Hörnchen drauf gemacht. Hier vorne ist Licht. Ich habe noch eine Helmlampe für meinen Helm hinten in der Tasche. Und für den schlimmsten Notfall habe ich auch noch mal einen Biwaksack und eine Isomatte mitgenommen. Die habe ich hinten drin. Das war leider nicht genug, um das hinten in meine Ortlieb-Satteltasche zu stopfen. Sonst hätte ich das da rein gemacht. Aber Rucksack ist vielleicht auch nicht schlecht. Wasser habe ich dabei. Alles, was man sich so vorstellen kann. Aber ihr merkt, ich schnattere zu viel. Jetzt muss ich mich nämlich mal ein bisschen beeilen, sonst fahre ich den Hauptteil der Strecke im Dunkeln, da habe ich keinen Bock drauf. Also los geht's auf 375 Kilometer Gravel. Woo! Ich bin jetzt schon eine ganze Weile gefahren. Checkpoint 1 liegt auch schon ein ganzes Stückchen hinter mir. Das war da nicht so spektakulär, deswegen habe ich da nichts gefilmt. Ich bin jetzt bei Kilometer 42 und es sind noch 328. Ich komme ganz gut voran. Hier eben war es ein bisschen sandig, da musste ich hier und da ein bisschen schieben. Und auf Instagram schrieb man mir gerade, dass sich Checkpoint 3, also der rostige Nagel, so heißt dieser Turm, anscheinend super für einen Powernap anbietet. Das heißt, ich werde das als Powernap anvisieren, wenn ich nappen muss. Und ab da soll es dann wohl ein paar Kilometer ein bisschen härter werden. Ich hätte mir natürlich auch das Handbuch zur ganzen Route mal durchlesen können. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber jetzt erstmal ein paar Snacks hier aus den Taschen und aus dem Rucksack schnupsen und dann geht's weiter. Ich schwitze auch wie bekloppt, also es tropft die ganze Zeit von meiner Mütze auf irgendwie alle Sachen, aufs Wahoo, auf die Kamera und Co. Aber nicht so viel schnattern, essen und dann ab auf die nächsten 328 Kilometer. So, ich bin jetzt schon wieder ein ganzes Stückchen gefahren. Wir sind bei Kilometer 87. Insgesamt sind es noch 283, also noch ein ganzes Stückchen vor mir. Ich komme aber gut voran. Ich kriege gerade ein bisschen Rückenschmerz, es geht aber. Ich habe mir im letzten Ort ein bisschen was zu schnurpsen geholt und dann hier ein bisschen was gegessen, hier in diesem Kiesberg. Ich glaube, es ist auch als Highlight auf dieser Tour markiert. Ja, und dann springe ich jetzt mal drauf. Der nächste Checkpoint ist bei 123 Kilometer, also ja, noch so bümmelig ein Stündchen, 1,5 fahren, vielleicht auch schneller, ich habe keine Ahnung, aber ihr kennt das, nicht so viel schnattern, loshuschen. So, Kilometer 123, damit bin ich auch bei Checkpoint 2 angekommen. Hier auf diesem Schild wird gefragt, was dieser Radfahrer da beruflich macht. Das verrate ich euch nicht, denn je nachdem, wann ich das Video hochlade, kann man das Rennen noch fahren. Und das wäre doof, wenn Leute den Checkpoint nicht anfahren müssen und irgendwie schummeln können, deswegen verrate ich euch das nicht. Hier ist mein ganzer Bums, der so rumliegt. Hier dieses Zettelchen-Ding, das braucht man auf alle Fälle, um an jedem Checkpoint zur Sicherheit noch ein Bild zu machen. Das Fahrrad hält ganz gut durch. Ich habe gerade auch nochmal die Kette geölt. Ihr seht, es ist halt wirklich super schlammig. Also das ganze Fahrrad ist unten hier komplett eingematscht, aber da habe ich ja zum Glück diese Raptor-Beschichtung drauf. Da muss ich mir keinen Kopf wegen Steinschlägen und Co. machen. Und das ist auch schon langsam ganz schön intens. Wir haben, glaube ich, 7:30 oder was haben wir? Naja, 7:15, noch so bummelig 1,5, 2 Stunden, bis es dunkel wird. Ja, es wird auch echt ganz schön frisch hier im Wald, aber ich schnattere zu viel. Ich muss jetzt meinen Bums zusammenpacken und dann ordentlich weiterhuschen, denn ich will heute auf alle Fälle noch bis zum rostigen Nagel kommen, diese Aussichtsplattform, und im Worst Case da pennen. Also egal was passiert, da fahre ich heute noch hin. Es wäre natürlich viel, viel cooler, wenn ich durchfahren kann. Aber einige schrieben mir ja schon bei Instagram, rostiger Nagel ist ein super Pennspot und danach wird es richtig intens und technisch. Aber ich schnattere zu viel, aufsatteln, losfahren.
Bei Kilometer 145 angekommen an diesem Türmchen. Checkpoint ist nicht der Turm, sondern da unten dieser Grenzstein. Da musste man die Frage beantworten, zu welchem Bundesland, glaube ich, der gehört. Da muss ich gleich zur Sicherheit nochmal ein Bild machen, weil ich weiß, ich vergesse das. Und die Aussicht von hier ist wirklich, wirklich toll. Man kann sehr, sehr weit gucken. Auch hier hinten kann man noch langlaufen und da auch nochmal deutlich gucken. Hier sind ganz viele Aufkleber. Ich, Idiot, habe natürlich keine Aufkleber mitgenommen. Ja, und ich weiß gar nicht, ob ich in die Richtung muss. Ich glaube, ich muss bummelig da und dann da runter und dann fahre ich da durch den Wald und da hinten wieder hoch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Der nächste Checkpoint ist dann bei 207 oder 165 Kilometern. Ich weiß es gar nicht genau. Aber das finden wir raus. Und jetzt trinke ich nochmal was. Das ist nämlich meine Tasche mit dem ganzen Kram. Und wird noch was geschnurpselt. Dann ziehe ich mir vielleicht auch schon ein paar Armlinge an. Es wird langsam frisch. Und dann wird es wahrscheinlich auch gleich dunkel. Aber schauen wir mal. Huschen wir los. Wie ihr seht, es ist auf einmal dunkel geworden. Ich habe mich jetzt mal vor mein Fahrrad gesetzt und ich werde jetzt auch mal die Helmlampe dran machen, denn da vorne kommt ein Waldstück, da wird es richtig dunkel und richtig dolle. Ja, ich hoffe, dass da nicht so viele Wildschweine und Co. rumhuschen. Ich habe heute den ganzen Tag Hasen gesehen und Rehe und Co. Ich glaube, die sind nicht so angriffslustig. Ich habe noch nie gehört, dass jemand von einem Hasen oder von einem Reh angegriffen worden ist, aber Wildschweine sind ja ein bisschen, ne? Die sind ein bisschen wilder, die Viecher. Also, wie gesagt, Helmlampe auf und dann ab in den Wald. Und dann, ja, schauen wir mal, ob wir uns überhaupt noch mal sehen, bis es hell wird. Denn, wie gesagt, der ISO von der Kamera ist so ein bisschen schwierig, aber erstmal losfahren. So. Ja, ich bin gerade noch mal von der Strecke abgewichen, so knapp 3-4 Kilometer, um hier zu der Tankstelle zu fahren. Hier habe ich mir hier so ein Nescafé geholt. Jetzt lade ich das Handy noch mal ein bisschen auf. Und Wasser habe ich mir auch geholt. Das habe ich schon zu gut 2/3 weggetrunken. Und dann fahre ich jetzt gleich wieder die paar Kilometer zurück, springe da wieder auf den Track und in 20, 22 Kilometern, irgendwie sowas umdreh, kommt auch der nächste Checkpoint, der rostige Nagel. Wie gesagt, da kann man ja anscheinend sehr gut pennen. Ich fühle mich aber momentan gerade sehr, sehr, sehr frisch. Gerade ist mir ein bisschen kühl. Aber ich glaube, wenn ich gleich wieder in Bewegung bin, sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Und dann gucke ich einfach mal am rostigen Nagel, wie es mir geht, ob ich da entscheide, vielleicht ein Stündchen zu schlafen oder 5 oder 6. Oder ob ich weiterfahre, denn der nächste Checkpoint ist von da nur noch so 10, 15 Kilometer entfernt. Das ist der Checkpoint Sibirien. Da muss man so einem Ortsschild ein Bild machen. Und danach wurde mir gesagt, von ein paar Leuten, die bei Instagram geschrieben haben, die jetzt schon gefahren sind, da gibt es ein paar Lost Places, wo man drin pennen kann. Ich entscheide es einfach beim rostigen Nagel oder wie das Ding heißt. Ich weiß nicht, wie viel man hier filmen kann. Ich habe gerade einmal in die Aufnahmen reingeguckt. Man erkennt eigentlich nicht wirklich viel. Mal gucken, wie wir das machen, aber jetzt huschen wir mal weiter. So, am Checkpoint Rostiger Nagel angekommen und hier ist es ganz schön kalt. Also dieses Metallturm-Ding, hier sitzt man drauf, das wird natürlich verständlich, weil es Metall ist, eisekalt. Ja, ich glaube, schlafen muss ich nicht. Ich fahre jetzt noch auf alle Fälle bis zum Schild Sibirien, damit Checkpoint 5 weiter. Und dann schauen wir mal, aber bisher läuft das eigentlich ganz gut. Ich sehe vielleicht müde aus, bin ich aber gerade gar nicht. Und ich glaube, nächsten Checkpoint und Cottbus reinfahren macht, glaube ich, Sinn. Denn in Cottbus kriege ich bestimmt noch mal einen Kaffee oder finde irgendwie einen guten Spot zum Pennen oder was auch immer. Aber nicht so viel schnattern, aufsatteln und dann geht's los. So, ich bin so vom letzten Checkpoint knappe 20, 25 Kilometer gefahren und jetzt in so einer Hütte hier angekommen. Direkt hier vorne ist dieses riesige Braunkohle-Tagewerkgebiet-Ding. Ich habe keine Ahnung, wie man es nennt. Ja, und ich glaube, ich lege mich mal für eine Stunde hin. Auch wirklich nur eine Stunde, dann bin ich wieder frisch. Also ich bin eh frisch, aber ich glaube, es macht Sinn, sich vielleicht mal für ein paar Minuten hinzulegen, damit ich nicht völlig zerstört auf die letzten Kilometer gehen muss. Es sind noch irgendwie 150 Kilometer bis zum Punkt, wo ich gestartet bin, also gar nicht mehr so lange. Das heißt, ich pumpe jetzt hier mal die Isomatte auf und dann werfe ich mich mal kurz hin. Eine Stunde später. So, ich habe mich gerade aus meinem Biwaksack gepellt.
Ja, eigentlich wollte ich ja nur bummelig eine Stunde schlafen. Es hat aber schon eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich eingepennt bin. Habe dann irgendwie nur eine Viertelstunde gepennt und dann bin ich wach geworden, war richtig matschig. Ja, habe den Wecker dann ein paar Mal weitergestellt und wie ihr seht, zack, Tageslicht. Da sitzt übrigens ein Häschen, das seht ihr nicht, ich sehe das aber schon. Ja, es ärgert mich ein bisschen, ich hätte eigentlich, wenn pennen, viel später pennen müssen. Ach, das war dumm. Also mein Plan war, das unter 24 Stunden zu fahren und das ist auch definitiv machbar, aber ich Dödel habe jetzt hier viel zu lange rumgepennt, weil ich es einfach nicht geschafft habe, irgendwie ja, mich aus dem Ding zu pellen. Habe den Wecker weiter und weiter und weiter gestellt, aber ich wiederhole mich. Ja, ihr seht, der Kram ist schon hauptteils zusammengepackt. Hier habe ich gerade noch mal die Kette am Fahrrad geölt, das hält soweit durch. Das heißt, ich schnalle mir jetzt wieder die Kamera auf die Brust und dann huschen wir weiter. Erstes erklärtes Ziel ist jetzt in Cottbus. Da möchte ich nämlich einen Kaffee trinken oder an der nächstbesten Stelle, wo man einen Kaffee trinken kann. Und dann ist der nächste und letzte Checkpoint bei Kilometer 362. Ist also gar nicht mehr so weit. Insgesamt haben wir schon 222 Kilometer. Ja, einfach sehr, sehr ärgerlich. Aber nicht sehr viel huschen, weiterfahren. Puh, so, die Linse ist etwas schmutzig, aber es ist gar nicht schlimm. Ich bin jetzt gerade aus Cottbus rausgefahren. Ich habe auf den letzten Metern rein, seit ich aufgestanden bin, eigentlich nicht mehr so viel gefilmt. Das lag daran, dass so knapp 10 Minuten nachdem ich losgefahren bin, ich übelste Magenprobleme bekommen habe. Also nicht, dass ich aufs Klo muss oder so, sondern dass mein Magen halt zieht und massives Sodbrennen. Da bin ich leider echt ganz schön empfindlich. Manchmal bei so längeren Touren passiert das. Ich kann es aber auch nicht reproduzieren. Es ist egal, ob ich richtig gutes Zeug esse oder billigen Scheiß oder viel Kaffee trinke oder wenig. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Irgendwann sagt der Körper Schluss. Ich hätte nicht gedacht, dass es auf einer Strecke von 375 oder 374 Kilometern passiert. Ich hatte das eigentlich immer bei so langen Touren wie Berlin-Brocken und wieder zurück nach Berlin. Da passiert das immer irgendwie, naja, so auf die letzten 80 Kilometer macht dann der Magen zu. Ich kann nichts mehr essen. Auf alle Fälle mega, mega mies. Ich habe hier vorhin so im Einkaufszentrum, bin ich einmal reingehüpft, habe mir so Anti-Magen-Auer-Zeug geholt. Die Apothekerin konnte mir da, glaube ich, ganz gut helfen. Und gerade habe ich das Gefühl, es wirkt. Es sind nur noch 103 Kilometer bis zum Ziel. Einen Checkpoint habe ich noch. Oh, ja, hoffen wir mal, dass der Magen jetzt durchhält und das Sodbrennen aufhört. Aber jetzt erstmal weiterhuschen. So, wir sind bei Kilometer 341. Es sind noch knapp, ja, so 26 bis zum letzten Checkpoint und dann geht es auch schon ab in die Bahn nach Hause. Boah, ich kann nicht sagen, so vor 50 Kilometern kam dann der Einbruch. Ich bin eigentlich wirklich gut unterwegs gewesen, es gerollt, lief gut und dann auf einmal kam der Hammer und hat gesagt, nee Junge, hier ist Stopp. Ja, das mit dem Schlafen hat mich echt total rausgehauen. Das war dumm, aber heißt ja nicht, dass ich die Strecke nicht nochmal fahre und gucke, ob ich meine Zeit verbessern kann. Ich mache mir jetzt auch keinen Stress mehr. Und bei den malerischen Gravel-Autobahnen hier vor mir, hinter mir, ist das ja auch gar kein Problem. Das heißt, ich genieße jetzt hier noch ein bisschen den Wald und huschen wir mal weiter Richtung Checkpoint 2. So, ja, fast geschafft, sind nur noch 16 Kilometer und dann komme ich hier diese Straße lang gefahren und wer wartet hier auf der Ecke auf mich? Meine reizende Freundin Laura, die mir ein paar Snacks gebracht hat. Das ist Service, da kann man sich nicht beschweren. Ja, und jetzt huschen wir die letzten 16 Kilometer nach Königs Wusterhausen.
Und wir müssen auch noch einen Checkpoint machen. Also ich muss einen Checkpoint machen bei Kilometer, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, 362 plus ungefähr 1 Kilometer, weil ich den schon extra gefahren bin. Also nicht so viel schnattern, weiterhuschen. So, der letzte Checkpoint liegt bummelig 1 Kilometer hinter mir. Da musste ich ein bisschen suchen, ging dann aber doch ganz gut. Ich habe ja wie gesagt so 1 Kilometer oder 2 mehr hier schon auf dem Gerät, weil ich den einen oder anderen Schlenker gefahren bin. Das heißt, das ist dann natürlich nicht bei dem angegebenen Kilometer, sondern plus minus 1 Kilometer mehr, aber gefunden. Und jetzt geht's da Laura hinterher für die letzten 11,5 Kilometer und dann ab in die Bahn und ab nach Hause. So, vor knapp 2,6 oder jetzt 2,7 Kilometern ist mein Wahoo hier vorne einfach ohne irgendeine Vorwarnung ausgegangen. Dann habe ich gehofft, es stellt die Route wieder her. Hat es nicht gemacht, sondern hat die Route einfach beendet und abgespeichert, was natürlich auch nicht schlecht ist, er ist ja noch da. Aber mir fehlen jetzt die letzten 2,8 Kilometer, sind es jetzt schon bis zum Bahnhof da vorne. Das ist sehr, sehr, sehr ärgerlich. Ich hoffe, die Menschen vom Grevé akzeptieren das auch in 2 Dateien. Aber ich meine mal ganz ehrlich, ich fahre ja nicht so ein Rennen und gebe dann irgendwie 2,7 Kilometer vom Ziel auf. Das macht ja keiner. Aber jetzt hier vorne erstmal in die Bahn springen und dann sehen wir uns nachher drin nochmal wieder. So, zu Hause angekommen. Das erste, was ich gemacht habe, war duschen, denn ich sah aus wie ein Schwein. Ich habe auch, glaube ich, gestunken wie sonst was. Da taten mir wirklich alle Leute leid auf dem Rückweg in der Bahn. Laura auch, die mir noch auf den letzten 16 Kilometern netterweise entgegengekommen ist. Das widerspricht eigentlich gegen das Reglement, denn ich habe von den Chips gegessen, die Laura mitgebracht hat oder dabei hatte. Und ich habe auch eine Mezzomix getrunken von ihr. Also das hat gegen das Reglement verstoßen. Es ist ja ein No-Support-Rennen. Ja, ich habe gegen die Regeln verstoßen. Könnt ihr entscheiden, ob das jetzt ganz hart böse war oder ob das okay ist. Ich meine, es waren nur 16 Kilometer, die wir zusammen gefahren sind. Und unterwegs hatte ich, wie gesagt, keinen Support, hat man ja auch gesehen. Wie auch immer, das war wirklich eine schöne, schöne Tour. Die Strecke ist ein absoluter Traum. Die Angabe war, glaube ich, 80% Gravel und das stimmt auch. Also das kann ich bestätigen. Es gibt hier und da eine Asphaltpassage, aber die ist dann natürlich auch irrelevant. Da macht man dann ein bisschen mehr Geschwindigkeit, sage ich mal, und ein paar Meter mehr. Aber das ist dann auch irgendwie nicht so lockend, muss ich sagen. Also durch den Wald fahren hat selbst im Dunkeln deutlich mehr Spaß gemacht, als mich da irgendwie über die Landstraße zu langweilen. Das Fahrrad hat auch super durchgehalten, es war am Ende dreckig ohne Ende. Ich habe es schon wieder sauber gemacht, das sieht schon wieder vernünftig aus. Im Vorderrad hatte ich irgendwie einen leichten Schlag. Wo der herkommt, kann ich mir nicht so wirklich erklären. Es hat einmal so ein bisschen mehr gerumst vorne im Dunkeln. Keine Ahnung, wo ich da drüber gefahren bin, aber ich glaube, das kriege ich da wieder rausgezogen. Ist wie gesagt nur klein. Das werden wir schon wieder zum Laufen kriegen. Ja, ansonsten war es das auch eigentlich für diese Woche. Aber eine Sache gibt es noch, das hätte ich fast vergessen. Laura hat das Video eben schon so im Schnitt gesehen und ihr ist aufgefallen, wie wahrscheinlich vielen von euch auch, dass ich meistens in den Videos, wenn ich dann wieder da bin vom Huschen, sowas sage wie so oder hey, so oder so. Ich habe das verneint und Laura hat mal kurz drüber geguckt und alle kurz hintereinander geschnitten. Die könnt ihr euch jetzt angucken und ansonsten übliche Mist. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Link zu allen Sachen in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns das nächste Mal dann wieder in den Dolomiten, ihr lustigen Knusperschnecken. Ciao! So.